Das Wickschweißen ist so ein unglaublich geniales und flexibles Schweißverfahren. Problem ist natürlich immer, Wick-Schweißgeräte sind nicht ganz günstig, wenn man das zu Hause haben möchte. Und da bietet Parkside jetzt die Lösung. Es kommt bei Parkside ein Gerät auf den Markt, ein Elektrodenschweißgerät mit einer Wick-Schweißfunktion. Was man damit alles machen kann, was damit alles möglich ist, ich habe mir das Gerät besorgt und wir werden uns das in diesem Video im Detail alles angucken. Das erste, was mich jetzt schon mal wirklich stark verwundert hat, der Karton ist nochmal in einem Karton und der ist wieder in einem Karton. Also 3 Kartons für ein Gerät. Das Ganze ist nochmal in einem Versandkarton. Meine Papiertonne war wirklich voll, nachdem ich dieses Gerät ausgepackt habe. Das ist wirklich Wahnsinn für so ein kleines Gerät. Ob das sinnvoll ist, stelle ich einfach mal als erstes in Frage. Aber gut, kommen wir erstmal zu dem Wichtigsten, zu dem Schweißgerät. Wir haben hier das PTMI 180A1, ein Inverter zum Elektrodenschweißen mit einer Wick-Schweißfunktion. Das Gerät wiegt keine 5 Kilo, sieht optisch aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gelungen aus. Es sieht nicht billig aus, es sieht nicht günstig aus, hat ein schönes Metallgehäuse, das ist so matt schwarz lackiert und dann halt diese Parkside Performance Aufschrift, finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Wir haben dann hier diesen schönen Tragegurt, damit können wir uns das Gerät über die Schulter hängen. Ob man das bei 4 bis 5 Kilo überhaupt braucht, ist natürlich die Sache. Es ist im Prinzip so eine kleine, kompakte Handtasche, finde ich wirklich sehr schön. Ist also ein zeitgemäßes Elektrodenschweißgerät. Wir haben hier in der Mitte diesen Drehregler und darunter einen Push-Button. Darüber haben wir ein Display, den sieht man aber nur im eingeschalteten Zustand. Wir haben unten 2 Dinse-Buchsen, 9er Dinse-Buchsen Plus und Minus. Wir haben auf der Rückseite einen Ein- und Ausschalter und das sind schon mal so diese grundlegenden Sachen an diesem Gerät. Wir haben hier im Lieferumfang eine umfangreiche Bedienungsanleitung, ein 2 Meter Elektrodenkabel, eine vernünftige Elektrodenklemme, 9er Dinsestecker und das Kabel ist nicht extrem hochwertig, aber für den Preis angemessen. Wir haben eine vernünftige Masseklemme, das habe ich immer bei den Parkside-Geräten bemängelt. Da hat man sich weiterentwickelt. Einen sehr, sehr guten Schlackerhammer, hat mich auch so ein bisschen gewundert. 2,5er Elektroden, dann haben wir hier ein Wick-Zubehör und dann haben wir hier das Wick Lift Arc Schlauchpaket. Das gucken wir uns natürlich nachher nochmal im Detail an. Was mich verwundert hat, ist die Elektrode, die da drin ist. Das ist die sieht rot aus von der Färbung. Man findet in der Bedienungsanleitung nichts für alle, die sich nicht auskennen. Rot sind normal Elektroden, die noch thoriumhaltig sind. Thorium ist leicht radioaktiv, ist in Deutschland nicht verboten, aber es wird eigentlich im Handel nicht mehr verkauft. Also man findet aber in der Bedienungsanleitung da keine weiteren Informationen zu. Aber wie gesagt, die Elektroden dürfen in Deutschland verkauft werden. Eine gängige rote Elektrode ist die WTH20. Die hat Thorium drin, die wird in der Industrie eigentlich nicht mehr eingesetzt. Die Elektroden haben sehr gut funktioniert, hatten eine hohe Standzeit, aber wegen dem Thorium wurden die halt wirklich nirgendwo mehr eingesetzt. Ich würde immer aufpassen, dass ich diesen Schleifstaub beim Anschleifen nicht einatme. Und wie gesagt, wir haben hier dieses Lift-Arc-Schlauchpaket, 2 Meter Länge. Da hat man zusätzlich noch diesen Gasanschluss, diesen 9er Dinse-Anschluss. Und ich sage mal, das macht für den Preis, macht es einen ansprechenden Eindruck. Und so haben wir eigentlich ein umfangreiches Zubehör, das wir gleich loslegen können. Das Gerät wird an einer ganz normalen, handelsüblichen, haushaltsüblichen Steckdose betrieben. Wir haben 2 Meter Netzkabel, wir haben einen ganz normalen 230 Volt Stecker. Ich empfehle immer eine träge Sicherung. Da ist man immer wirklich auf der sicheren Seite. Wir machen das Gerät jetzt mal an und gucken, wie laut das ist. Das ist natürlich auch immer interessant. Wenn die Geräte so jaulen oder so, das macht mich wirklich krank. Das ist ein kleiner Inverter und ich sage mal, es hört sich gut an. Der Lüfter hört sich wirklich vernünftig an. Wir haben hier unseren Display und in der Mitte diesen Push-Button. Das heißt, da drücken wir drauf und dann können wir alles verstellen. Und das ist schon mal die erste interessante Funktion. Haben heute auch viele Geräte schon in der Form. Ich kann hier zum Beispiel auf 3 Zweier Elektrode einstellen. Und dann gibt mir das Gerät einfach eine Amperezahl vor oder Ampere vor, mit denen ich dann schweißen kann. Und so kann ich diesen Push-Button durchgehen. Ich habe hier Hot Start einstellbar. Das heißt, wie gut die Elektrode zündet, mit ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen weniger Leistung. Und das ist so eine Funktion. Ich habe Arc Force, das ist die Regulierung des Lichtbogens. Das heißt, ich kann das einstellen. Dementsprechend wird mein Lichtbogen reguliert. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Dann habe ich Anti-Stick On-Off. Das heißt, dass die Elektrode nicht kleben bleibt. Ich habe VRD, das ist eine Sicherheitsfunktion, das die Leerlaufspannung begrenzt. Und dann habe ich am Ende diese Lift-Tick.
Tick ist dann Englisch für Wick, Lift-Tick-Funktion, die ich auch ein- oder ausschalten kann. An diesem Drehregler finde ich auch sehr interessant, wenn ich den langsam drehe, dann verstellt er das Ganze so ganz langsam von den Ampere her. Und wenn ich wirklich richtig schnell drehe, dann verstellt er das Ganze richtig schnell. Also das ist auch eine schöne Sache. Wenn man mal schnell von 10 auf 180 Ampere hoch will, dann sieht man hier, plötzlich stellt er das Ganze unwahrscheinlich schnell um. Braucht man nicht irgendwo 1000 Mal rumdrehen. Ist an sich, macht das Ganze einen sehr guten Eindruck. Wir rüsten das Gerät mal. Ich habe vorne hier wirklich meine Dinsestecker. Die Masse kommt normal beim Elektrodenschweißen in den Pluspol. Das Elektrodenkabel kommt in den Minuspol. Die Bedienungsanleitung, habe ich gesehen, gibt das hier genau andersrum vor. Man sollte sich immer nach den Elektroden richten. Der Elektrodenhersteller gibt das immer eigentlich an der Verpackung her. Wenn der das nicht vorgibt oder so, würde ich die Elektroden gleich wegschmeißen. Das müsste er eigentlich vorgeben. Und dann kann man hier auswählen. Wir wählen einfach mal aus eine 2,5er Elektrode, wie im Lieferumfang enthalten ist. Und dann wollen wir mit der Elektrode mal eine erste kleine Schweißnaht ziehen. Ich hätte jetzt natürlich auch erst das Wick-Schweißen ausprobieren können, aber es ist aus meiner Sicht grundlegend ein Elektrodenschweißgerät und darum fangen wir auch mit dem Elektrodenschweißen an. Und die Elektrode, da merkt man gleich von wegen, das ist so eine typische Bauhaus-Elektrode, sogar nicht eine sonderlich gute Bauhaus-Elektrode. Ich muss gleich auch mal hier meine Aluminiumplatte wegmachen. Ich habe es dann nochmal auf einer dicken Platte versucht und da geht es ein bisschen besser. Aber das Schweißergebnis mit dieser Elektrode ist wirklich unterirdisch. Und darum habe ich jetzt einfach diese beiden 2,5er Elektroden mal ausprobiert, habe dann aber eine 2,5er Phoenix Grün von mir genommen. Und da sieht man auch, ich habe nicht das Elektrodenschweißen verlernt und das Gerät kann auch vernünftig Elektrode schweißen. Es liegt wirklich immer an der Elektrode. Kann ich auch immer empfehlen. Kauft euch eine vernünftige Elektrode, seid ihr immer auf der sicheren Seite. Nochmal ganz kurz zu den Funktionen. Wir haben hier erstmal die Hot Start Funktion. Das heißt, wenn ich zünde, dann gibt mir das Elektrodenschweißgerät leicht mehr Leistung. Viele Geräte machen das einfach so standardmäßig, haben dann irgendeinen Wert, 5% oder so. Und bei dem Gerät kann ich es halt einstellen. Es ist gleich voreingestellt. Es ist voreingestellt, aber ich kann es natürlich auch gerade als Anfänger höher stellen. Dann zündet die Elektrode noch besser. Es ist aber unglücklich, wenn das Gerät immer wirklich mit viel Strom mehr zünden würde. Denn ich habe zum Beispiel auch mal dünnes Blech und wenn ich da mit 30-40% mehr zünde, habe ich gleich ein Loch drin. Das ist unglücklich. Darum, wie gesagt, die Werte sind vorgegeben. Man kann die einfach so behalten bei dem Gerät. Man kann es aber einfach verstellen. Das ist eine tolle Funktion an sich. Man sieht hier, wie gesagt, das sind noch die mitgelieferten Elektroden. Das sieht wirklich nicht sonderlich schön aus. Das sind jetzt meine Profi-Elektroden, die Phoenix Grün. Damit werdet ihr gleich sehen, das ist wie was ganz anderes, als wenn man ein anderes Gerät hat, ein anderes Schweißverfahren hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Ganz grundsätzlich nochmal, wir haben die Funktion Hot Start und wir haben die Funktion Arc Force. Was bedeutet Arc Force? Als Anfänger habe ich nie den gleichen Abstand beim Elektrodenschweißen. Dadurch wird der Lichtbogen breiter, schmaler und dadurch wird meine Naht breiter, schmaler. Wenn man mal Elektrode geschweißt hat, man kennt das. Man hat wie so eine Schlange. Durch diese Funktion Arc Force, guckt euch, wie die Schlange abgeht. Wahnsinn. Das ist eine vernünftige Elektrode. Durch die Funktion Arc Force wird der Lichtbogen reguliert. Das heißt, ich kann ruhig ein bisschen höher, ein bisschen tiefer gehen und diese Funktion kann ich bei dem Gerät auch einstellen. Das heißt, als Anfänger kann ich die relativ hoch einstellen und wenn ich dann mehr Erfahrung habe, kann ich das Ganze wieder runter regulieren. Um abschließend zu sehen, dass das Gerät auch wirklich vernünftig Elektrode schweißt, schweiße ich hier nochmal eine Kehlnaht. 5 mm Blech, 2,5er Elektrode, 90 Ampere. So, jetzt ist natürlich immer die Frage, sind 90 Ampere immer gut für eine 2,5er Elektrode? Da muss man natürlich sagen, bei einer Kehlnaht nimmt man immer tendenziell ein bisschen mehr als bei einer Stumpfnaht oder so einer Auftragsschweißung. Das ist ein Punkt und der zweite Punkt ist natürlich auch immer, jede Elektrode ist immer so ein bisschen individuell. Bei der Elektrode, die da mitgeliefert wird, da nimmt man so ein bisschen weniger Leistung, hier nimmt man ein bisschen mehr. Und ich sage mal so, das ist jetzt frisch gebürstet alles, das sieht dann wirklich für ein Elektrodenschweißgerät sehr, sehr gut aus.
Also Elektrodenschweißen kann das Gerät sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir halt zum WIG Lift-Arc Schweißen, das heißt zum WIG-Schweißen. Wir rüsten das Gerät um. Wir brauchen jetzt unser Elektrodenkabel nicht mehr und wir rüsten dieses WIG-Schlauchpaket. Das ist eine ganz einfache Sache. Wir nehmen einfach diesen Dinsestecker, gehen in den Minuspol. Das ist ganz wichtig, also nicht im Pluspol. WIG wird immer am Minuspol verschweißt. Das ist der kühlere Pol. Und dann müssen wir halt die Gasversorgung herstellen. Dazu nehmen wir einen Druckminderer und jetzt haben wir hier diese Viertel-Zoll-Verschraubung und können an diesen Druckminderer direkt rangehen. Bei mir ist noch Teflonband, das werdet ihr gleich sehen, weil ich immer Schnellkupplungen verwende. Diese Verschraubung hier an sich, die brauche ich nicht eindichten. Die hat unten so eine Kugel, die Kugel drückt sich rein und damit ist das Ganze dicht. Also das braucht man nicht irgendwo in irgendeiner Form abdichten, sollte man auch gar nicht anfangen. Man sieht hier diese schöne Kugel, die drückt sich in den Druckminderer rein und dann ist das Ganze dicht. Aber das geht bei meinen Schnellkupplungen nicht, darum habe ich da immer das Ganze mit Teflonband eingedichtet. Ich schließe das Ganze jetzt hier an mit einer Schnellkupplung, die habe ich eben nachgerüstet, kann man wirklich nur empfehlen, wenn man das regelmäßig abmacht. Ich brauche jetzt ungefähr 8 bis 9 Liter Argon 4.6 pro Minute, das man am Druckminderer einstellt. Wichtig, viele fragen immer Argon-CO2-Gemisch. Ja, kann man damit mal ausprobieren, so richtig schön funktioniert es nicht. Normal wirklich reines Argon. Dann gibt es diese Einwegflaschen. Damit kann man wirklich nur eine kurze Zeit schweißen. Und man sollte immer darauf achten, was man da kauft. Ich habe hier diese bunte Flasche, das ist ein Argon-CO2-Mix. Ich hatte jetzt nichts anderes hier, aber das kann man auch als Argon kaufen. Und die hat 110 Bar. Die graue Flasche, wenn ich da jetzt drauf gucke, ist auch knapp ein Liter. Die hat nur 60 Bar. Das heißt, ich bekomme mit dieser Argon-CO2-Flasche das Doppelte an Gas. Ja? Da sollte man wirklich drauf achten, weil die Preise sind oft identisch. Ich verlinke das natürlich hier unter, genau wie das Schweißgerät und alles, was ich hier an Zubehör verwende. Jetzt denken natürlich viele, Wunder, was habe ich hier gekauft? Ich werde euch das Prinzip vom WIG Lift-Arc Schweißen mal ganz einfach erklären. Ich habe hier hinten ein Gasventil, das muss ich aufdrehen, dann strömt mein Schutzgas und jetzt kann ich mit einem Kontakt mit der Elektrode zünden. Das heißt, eine Lift-Arc-Zündung ist immer eine Kontaktzündung. Dann kann ich schweißen und wenn ich fertig bin mit dem Schweißen, dann muss ich meinen Brenner hochziehen, damit ich den Lichtbogen abbreche. Ich habe es hier ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip ist es so. Ich muss den Lichtbogen abreißen. Dann muss ich mein Ventil wieder schließen und das ist alles, was ich mit diesem Gerät an WIG schweißen kann. Also viele haben da irgendwo eine Idee, dass es da irgendwo ganz wie ein richtiges WIG-Schweißgerät, das ist es definitiv nicht, aber man wird gleich sehen, man kann auch mit diesem Gerät WIG schweißen. Auch wenn ich da nicht sonderlich geübt bin, weil ich immer ein professionelles WIG-Schweißgerät habe. Das ist so ein WIG-Schweißgerät, ich will euch mal den Unterschied kurz zeigen. Das heißt, ich drücke auf meinen Taster und zünde damit kontaktlos den Lichtbogen. Am Ende lasse ich den Taster los, je nachdem, in welcher Einstellung ich bin, und der Lichtbogen geht langsam aus, ja, und ich kann das Ganze natürlich auch zwischendurch einfach mal unterbrechen, wenn ich den Taster loslasse, wieder drücke, wenn sich das Ganze stark aufschmilzt. Also es ist was ganz anderes schon. Man kann mit beiden Verfahren WIG schweißen, aber ein richtiges WIG-Schweißgerät ist natürlich immer was ganz anderes. Allein schon die Gasverschwendung, wenn man schon vorher aufdreht, wenn man erst später zudreht oder so, da kommt natürlich einiges zusammen. Ich bin immer der Meinung, WIG Lift-Arc ist so eine Sache, das kann man definitiv mal nutzen, kann das für kleinere Nähte mal ausprobieren, aber es ist natürlich nichts, wenn man regelmäßig vernünftig WIG schweißen will. Und das sollte man natürlich auch in aller Deutlichkeit sagen. Wenn man jetzt denkt, man kauft hier für 149 € das richtig geniale WIG-Schweißgerät, da muss ich euch leider natürlich enttäuschen. Ich habe für den ersten Punkt, den ich jetzt mache, meine Bauteile, meine kleinen 2 mm Bleche fixiert. Weil wenn ich da mit Kontakt zünde, dann verschiebt man das Ganze oft schnell, darum immer fixieren. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht das Gerät überhaupt anders im Gegensatz zum Elektrodenschweißen? Ich zünde auch mit Kontakt. Wir haben vorhin die Funktion Hot Start gesehen. Hot Start bietet mir mehr Leistung beim Zünden. Jetzt diese Lift-Tick-Funktion, das ist eigentlich auch das Einzigste, was das Gerät kann zum WIG-Schweißen. Es zündet mit ein bisschen weniger Strom. Man kann ja auch wirklich sehr einfach zünden. Man tickt so ganz vorsichtig oder man kippt es an. Ist wirklich einfach. Es zündet wirklich sehr, sehr gut. Und das ist das Einzigste, was das Gerät kann. Es liefert beim Zünden
etwas weniger Leistung. Am Ende hier sieht man auch 2 mm Blech. Das fällt auch mir schwer, diesen Abschluss zu finden, weil man am Ende das Ganze nicht mit dem Taster regulieren kann. Da muss man so ein bisschen reinkommen. Aber im Prinzip funktioniert dieses Schweißverfahren. Sieht das Ende ist unschön. Ansonsten ist es eigentlich eine relativ schöne, einfache Schweißnaht. Das ist jetzt ein ganz einfacher Versuch. Ich habe noch mehrere Versuche. Aber im Prinzip, wie gesagt, das Gerät liefert alles, was man braucht zum Wickschweißen, bis auf die Gasversorgung. Die muss man sich natürlich noch extern besorgen. Das ist ein Punkt. Und dann liefert dieses Gerät im Prinzip nur diese Zündfunktion mit etwas weniger Leistung. Und das ist natürlich auch so eine Sache, muss man ganz klar sagen. Das kann fast jedes moderne Elektrodenschweißgerät. Selbst die letzten haben da jetzt irgendwo drauf umgestellt. Also wenn man heute ein modernes Elektrodenschweißgerät kauft, die können eigentlich alle mit Lift-Arc Wick schweißen. Das ist jetzt keine Erfindung von Parkside oder von Lidl. Ja? Aber es ist natürlich möglich, damit zu schweißen. Es ist eine einfache, günstige Möglichkeit, in das Wick-Schweißen reinzutauchen. Man muss aber immer daran denken, dass man halt auch das Schutzgas braucht und so weiter. Wir haben jetzt hier ein Gerät, das kann mit Gleichstrom schweißen. Das heißt, ich kann damit Stahl, Edelstahl und dergleichen schweißen. Ich habe keinen Wechselstrom, ich kann also kein Aluminium schweißen. Das wird man mit diesem Gerät nicht in irgendeiner Form hinkriegen, egal was man für ein Profi ist. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, weil das ist wahrscheinlich die Hauptfrage, die kommen wird. Grundsätzlich mit der Konfiguration, die wir hier haben, kann man eigentlich nur Stahl schweißen. Wenn man Edelstahl schweißen will, dann würde ich schon wieder andere Düsen empfehlen, die eine bessere Gasabdeckung gewährleisten. Das ist die Frage, ob man das dann da noch investieren kann. Wenn ihr möchtet, und wir wollen da noch mehr Sachen mit dem Gerät machen, dann könnt ihr mir das natürlich alles in die Kommentare schreiben. Dann können wir da noch mal mehr Elektrode schweißen, wir können auch noch mal mehr Wick schweißen. Das soll jetzt erstmal hier ein Video sein, wo ich wirklich grundlegend das Gerät erkläre, einen Funktionsumfang von dem Gerät erkläre und so weiter. Wir kommen jetzt zu einer persönlichen Einschätzung. Das ist immer so eine Sache. Ich schweiße hier nochmal eine richtig schöne Naht. Man muss so ein bisschen in dieses Lift-Wick-Arc reinkommen, aber wenn man schon mal Wick geschweißt hat, dann nach ein paar Nähten funktioniert es wirklich gut. Es zündet gut, schweißt gut. Ich finde den Lieferumfang wirklich gut von dem Gerät. Das Gerät sieht optisch schön aus, hat eine sehr schöne Benutzerführung mit diesem einen großen Drehregler mit dem Push-Button, ist wirklich ein schönes Gerät, muss man sagen. Aber es ist wirklich kein richtiges Wick-Schweißgerät. Wenn man regelmäßig vernünftig Wick schweißen will, dann würde ich mir gleich im Vorfeld überlegen, was ich wirklich machen will und dann eventuell ein Wick AC/DC Schweißgerät, wie ich es hier habe, nehmen oder halt ein einfaches, normales DC Wick Schweißgerät. Die kosten heute auch so um die knapp 300 Euro. Ich habe hier so 2, 3 Modelle, die werde ich natürlich hier auch unter verlinken. Damit kann man wirklich vernünftig, professionell zum kleinen Preis heute Wick schweißen. Das ist was ganz anderes als so ein Elektrodenschweißgerät mit einer Lift-Arc Wick Funktion. Wenn man sich jetzt so ein bisschen umguckt und sagt von wegen preislich, wie ist denn das jetzt? Ist das der absolute Schnapper oder ist es wirklich, naja, eine Nullnummer? Wenn man das so sieht, es liegt im gesunden Mittelmaß. Man wird kein Elektrodenschweißgerät bekommen, wo man auch so ein Lift-Arc-Schlauchpaket mit dazu bekommt für den Preis. Aber wenn man so leicht mehr ausgibt, ich sage mal, wenn man ungefähr ein Elektrodenschweißgerät bei Weldinger zum Beispiel liegt bei 110, 120 Euro, da hat man auch diese Lift-Tick-Funktion. Und wenn man dann ein Schlauchpaket dazu kauft, das kostet dann nochmal 50, 60 Euro. Also ist man ungefähr bei 170 Euro und bekommt die gleiche Konfiguration. Und das Schlauchpaket ist noch ein bisschen länger und ein bisschen höherwertiger. Also es ist nicht der absolute Schnapper, aber für das Gerät ist es wirklich ein sehr, sehr fairer Preis mit dem Lieferumfang. Und wenn man jetzt sieht, ein bisschen Übung, dann kriege ich hier auch richtig schöne Nähte hin. Das ist 2 mm, die habe ich jetzt mit 80 Ampere geschweißt und ich denke mal, man kann mit dem Gerät wirklich Wick schweißen, aber es ist natürlich so eine Sache, man muss es immer sich überlegen. Muss jeder für sich selber wissen. Meine Aufgabe war es heute, dieses Gerät vorzustellen. Meine Aufgabe für euch. Ich habe mir dieses Gerät selber gekauft. Das Gerät ist, oder das Video ist nicht in irgendeiner Form gesponsert. Ich bekomme hier kein Geld. Ich verlinke die Sachen unter diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn einfach, wenn ihr Lust habt. Dann bekommt ihr regelmäßig neue, interessante Videos zum Thema Schweißen. Ansonsten freue ich mich natürlich immer tierisch über einen Daumen hoch. Und ich sage mal, was mir richtig schlecht an dem Gerät gefallen hat, das waren wirklich die Elektroden. Die waren wirklich unterirdisch.